Fühlst du dich steif am Rücken und in der Hüfte schon bevor du aufstehst? Kann man etwas dagegen tun oder gehört es zu dem Altern dazu? In diesem Video erfährst du die Antworten darauf und ich zeige dir, wie du frühmorgens schneller und schmerzfrei den Tag starten kannst. Wenn du dich frühmorgens steif fühlst, muss man erstmal schauen, ob diese Steifigkeitsgefühle alleine auftreten oder ob du dich nicht bewegen kannst, weil du Schmerzen hast. Steifigkeitsgefühl, die länger anhält als 30 Minuten, begleitet vom Schmerzen, ist das häufigste Symptom, das bei rheumatologischen Erkrankungen vorkommt. Auch Arthrose, Spinalkanalstenose oder Bandscheibenvorfälle können diese Art von Beschwerden auslösen. Aber meistens hält diesen Schmerzen oder diese Steifigkeit nicht so lange an. Vor allem bei Rheumaerkrankungen spielen deine Hormone eine wesentliche Rolle. Frühmorgens produziert dein Körper viel mehr Botenstoffen, Hormonen, die die Entzündung fördern. Die Hormone, die die Entzündung hemmen, die werden erstmal vermehrt am Nachmittag produziert. Das ist der Grund, warum man bei einer Rheumaerkrankung frühmorgens deutlich mehr Schmerzen und Steifigkeitsgefühle hat als im Verlauf des Tages. Die Entzündung wird befördert und der Gegenspieler dazu fängt erst später an zu arbeiten. Die Wissenschaft hat gezeigt, je mehr Steifigkeitsgefühle an mehreren Körperpartien ein Mensch hat, desto mehr Schmerzen hat er langfristig und mehr Einschränkung an seiner Selbstständigkeit. Steifigkeitsgefühle bzw. Einschränkung der Beweglichkeit sind abhängig von der Dehnbarkeit deiner Muskulatur, die Bänder und die Kapsel um die Gelenke herum. Und noch wichtig dazu, das Hauptfaktor, was die Beweglichkeit einschränkt, ist, wie gut du diese Dehnungsschmerz tolerieren kannst. Die gute Nachricht dazu ist, dass du genau diese Toleranz, das heißt, wie gut du diesen Schmerzen aushalten kannst, super gut trainieren kannst. Je häufig du dich endgradig bewegst, desto besser hältst du diesen Gefühl aus, was dafür sorgt, dass du beweglicher wirst und dieses Steifigkeitsgefühl deutlich abnimmt. Und wie du beweglicher und schmerzfreier den Tag starten kannst, das zeige ich dir jetzt mit diesem Übungsprogramm. Wenn du dich steif und schmerzhaft an den Lendenwirbelsäule, Becken und Hüfte fühlst, dann beginnst du erstmal mit einer ganz leichten Mobilisierung. Das heißt, du legst dich auf den Rücken hin, deine Beine sind durchgestreckt und wichtig ist als erstes, dass du deine Knie durchgestreckt lässt. Und in dieser Position beginnst du nun erstens die Ferse ganz weit nach unten zu Bettende hin zu bewegen. Wichtig ist, dass die Bewegung jetzt vom Becken und von der Lendenwirbelsäule kommt. Das heißt, wenn du jetzt halt das rechte Bein nach unten bewegst, wirst du spüren, dass diese Seite angespannt wird vom Becken her, aber deine Lendenwirbelsäule auf der linken Seite ist angespannt. Und dann wieder zurückziehen nach oben und als nächstes die andere Seite bewegen. Das heißt, Spannung komplett lösen und jetzt das linke Fuß nach unten Richtung Boden hin und dann wieder hochziehen. Und diese Bewegung sollst du nun 10-mal jede Seite durchführen. Richtig hochziehen, aber noch wichtig, richtig weit nach unten ziehen. Hoch und runter. Bis du insgesamt 20 Bewegungen durchgeführt hast. Am besten legst du deine Hände an der Hüfte bzw. so an der Teile und dann kannst du A spüren, wie deine Muskeln angespannt werden und zweitens sicherstellen, dass die Bewegung vom Becken und die Lendenwirbelsäule kommt und nicht vom Knie kompensiert wird. Wenn du damit erstmal fertig bist, dann geht es weiter zu der nächsten Übung. Jetzt geht es vermehrt um die Hüfte. Stell erstmal deine beiden Beine auf und dann nimm unterhalb deiner Kniekehle mit einer Hand und zieh das andere Bein zu dir ran und greif unterhalb von den anderen Kniekehle, sodass du an der Oberschenkel greifst. Als erstes bring die beiden Beine zu dir ran bis zum Brustkorb, um sie dann nach außen zu drehen und dann unten wieder zusammen. Dass du einen Kreis machst von der Hüfte, aber vor allem zieh es auch zu dir bis nach oben ran, damit du eine Beugung auch an der Lendenwirbelsäule spüren kannst.
Komplett nach außen drehen, halte es mit deinen Händen, um sie dann wieder nach unten zu bringen. Diese Bewegung führst du nun 15 Mal durch. Versuche aber bei jeder neuen Wiederholung die Bewegungsausmaß ein bisschen zu erhöhen. Spür wirklich die Drehung in der Hüfte und in dieser Position die Beugung in deiner Lendenwirbelsäule. Wiederhole es 15 Mal, wie gesagt, und dann ziehst du die Hüfte zu dir ran und gehst jetzt nun mit gebeugten, so zusammengezogenen Beinen und gebeugt nach unten, um sie dann nach außen zu bringen und wieder ran. Davor haben wir die Hüfte in eine Richtung gedreht und jetzt drehst du sie in die andere Richtung. Versuche auch hier bei jeder neuen Bewegung ein bisschen mehr Bewegungsausmaß zu generieren. Ebenfalls hier 15 Wiederholungen. Bei der nächsten Übung geht es nun um die Dehnung der Hüfte und die Beweglichkeit von Brust und Lendenwirbelsäule. Leg dich auf der Seite, deine Beine sind gebeugt und auch dein Oberkörper ist es wichtig, dass du gut auf die Schulter liegst, dass die Wirbelsäule vom Anfang an erstmal ein bisschen eine gerade Position ist und von hier aus startest du die Bewegung, indem du das obere Bein zu dir nach vorne bringst, so weit wie du kannst. Dieses Bein wirst du jetzt mit deiner unteren Hand festhalten. Das andere Bein versuchst du jetzt so weit wie möglich zu strecken und nach hinten zu bringen. Und jetzt drehst du deinen Rumpf so weit wie du kannst nach hinten. Wirklich, dass du in dem Rumpf eine gute Drehbewegung erreichst und versuchst jetzt dein Bein zu greifen. Wenn du liegst, ist es deutlich leichter, weil du mehr locker lassen kannst und deswegen dann halt auch weniger Grundspannung hast. In dieser Position drückst du nun das obere Bein nach unten und versuchst ganz bewusst deinen Rumpf zu drehen, so dass deine rechte Schulter nach unten Richtung Boden kommst und das Bein ziehst du weiter zu dir ran. Unten auf der Oberschenkel von der unteren Seite, da solltest du eine Dehnung spüren. Und versuche hier ganz bewusst auch, dein Knie zu dir ranzuziehen. Sicherlich muss es nicht so weit kommen, aber du kannst auch versuchen, die einfach mal am Pyjama zu greifen, dass du es ein bisschen mehr zu dir ziehst. Und in dieser Position machst du jetzt 10 Impulse in Drehung. Das heißt, 10 Mal versuchst du nun die Schulter weiter nach unten zu bringen und dann löst du die Spannung leicht. Nach unten zu bringen und wieder locker lassen. Wenn du das Gefühl hast, dass dieses Bein jetzt halt schmerzt, weil du zu doll in der Beugung plus nach unten kommst, ist es auch kein Problem, dass du dir ein Kissen da unten hinlegst. Also, dass du das obere Bein auf dem Kissen ablegen kannst. Dann könnten Beschwerden an der Hüfte reduziert werden. Jetzt bewusst noch weiter nach hinten das untere Bein bringen, dass du so eine Verwringung an der Wirbelsäule hast. Wieder Schulter nach unten Richtung Boden und du versuchst, deinen Fuß zu greifen. Und hier 10 kleine Impulse in Richtung rechte Schulter, Bett. Wenn du hiermit fertig bist, dann das gleiche auf der anderen Seite. Also erstmal in der Mitte, deine Knie erstmal beide beugen, deine Schulter wirklich gut auf die Schulter liegen, beide Hände nach vorne. Dann das untere Bein zuerst strecken nach hinten, so weit wie es geht. Das obere kannst du wieder auf dem Kissen ablegen. Mit der unteren Hand hältst du das Knie jetzt fest. Als erstes nun den Rumpf drehen, so dass du diese Drehung an der Lendenwirbelsäule hast. Wenn du jetzt hier gedreht bist, versuche nun noch dein Bein zu greifen. Somit hast du jetzt eine gute Dehnung auf der Oberschenkel vorne von dem unteren Bein, eine Beweglichkeit oder beziehungsweise eine Dehnung von das obere Bein an der Hüftebereich und die Lenden- und Brustwirbelsäule hast du jetzt eine Verbesserung von der Beweglichkeit in die Drehung. Auch hier 10 kleine Impulse, weiter in die Drehung rein und dann wieder loslassen. Geh nur so weit, wie es für dich okay ist und wie es schmerzfrei ist. Je weiter du dich ablegen kannst, tatsächlich ablegen kannst auf dem Bett, desto leichter wird es auch sein, diese Übung durchzuführen. Wenn du Schmerzen hast, Bewegungseinschränkungen oder einfach fitter sein willst,
Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos und Anregungen für deine Gesundheit. Wie du zu Hause mit einfacher Übung Schmerzen lindern kannst, Beweglichkeit verbesserst und den Alltag mit weniger Beschwerden bestreiten kannst. Für die nächste Übung weiter auf Rückenlage. Und als erstes spreizst du die Beine, so dass die weiter auseinander sind als deine Hüfte. Und jetzt die Seite, die du trainieren willst, die sollst du als erstes anbeugen, aber achte darauf, dass du in diesem Winkel dann halt auch bleibst. Das andere Bein kann gestreckt auf dem Boden bleiben. Lege deine Hände auf die Hüfte drauf, beziehungsweise auf dem Becken. Und das Wichtige jetzt ist, dass deine Ferse die ganze Zeit Kontakt auf dein Bettweite hat. In dieser Position versuchst du nun, die Hüfte komplett nach innen zu bringen. Es ist kein Problem, wenn ihr jetzt halt ein bisschen von dem Gesäß von dem Bett hochhebt. Wichtig ist nur nicht, dass du das kompletten Rücken hochhebst, ja? Und dann wieder nach oben in der Mittellinie und dann halt auch in die andere Richtung. Diese beiden Bewegungen sind sehr häufig eingeschränkt bei Patienten, die Hüftarthrose haben. Und es ist auch eine gute Variante, vor allem dann, wenn du ein bisschen mehr Gewicht hast. Also, Bein angebeugt. Du bleibst mit dem Knie so plus minus in 90 Grad und bringst jetzt das Knie so weit wie möglich nach innen, so dass die Innenseite von deinem Sprunggelenk und Ferse auf dem Boden bleiben. Der Großzeh wird nach unten bewegt. Du wirst es auch deutlich an der Hüfte spüren. Bleib in dieser Position für 3 Sekunden, bring es dann wieder in der Mitte und um dann es wieder nach außen zu drehen in die Gegenrichtung. In diesem Fall solltest du nun den Sprunggelenk von der Außenkante oder dem Fußaußenkante auf dem Boden haben. Die Ferse bleibt auf dem Boden, ganz wichtig. Und hier wirst du dann halt eher die Dehnung an der Leistebereich oder der Innenseite von der Oberschenkel spüren. Und dann wieder in der Mitte. 12 bis 15 Mal auf eine Seite, dann das Bein wieder strecken und das gleiche machst du dann halt auch auf der anderen Seite. Das Bein bleibt leicht gebeugt, Ferse bleibt die ganze Zeit auf dem Boden. Zuerst komplett nach innen drehen, achte darauf, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt. Du versuchst wirklich Knie Richtung Boden zu bringen. Bleib in der Position für ungefähr 3 Sekunden und dann langsam wieder nach oben zur Mitte hin und dann in die Gegenrichtung bewegen, so dass du die Dehnung auf der Innenseite der Oberschenkel spürst. Und hier so weit wie du kannst, Knie Richtung Boden springen. Es ist komplett normal, dass du mehr auf eine Seite spürst als auf der andere. Häufig, wenn man keine Beschwerden hat, ist die rechte Seite, wenn rechts dein Standbein ist, die beweglichste. Ebenfalls hier 12 bis 15 Wiederholungen. Jetzt, wo du dich schon geschmeidiger anfühlst, geht es weiter mit der letzten Übung im Stehen. Der größte Unterschied ist jetzt die Höhe von deinem Bett. Je tiefer es ist, desto anspruchsvoller ist die Übung. Wenn es dir zu schwer ist, kannst du es auch auf dem Stuhl machen. Wichtig ist, dass du dich selber auch herausforderst. Nur so wird man besser. Stell dich mal hin, dreh dich zu deinem Bett hin. Deine Hände, die sollen jetzt halt nach innen gedreht werden. Und die Handfläche wirst du jetzt nun auf dein Bett ablegen. Wichtig ist, dass du versuchst, mit deiner Wirbelsäule ganz rund zu werden. Also, du wirst erstmal ganz rund, legst denn jetzt halt dein Gewicht auf dem Bett ab. Achte darauf, dass du diese Rundung nicht verlierst. Deine Knie, die sind als erstes noch leicht gebeugt, ja? Die Hüfte sind ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. Und in dieser Position, ohne die Rundung zu verlieren, streckst du nun ein Knie aus und dann halt das andere. Ziel ist, dass du hinten an der Oberschenkel eine Dehnung spürst und gleichzeitig immer weiter nach vorne kommen kannst mit deinem Rumpf. Je tiefer du bist, desto mehr Dehnung wirst du auch spüren. Abwechselnd jeweils ein Knie strecken. Bei jeder neuen Streckung sollst du hier hinten die Dehnung auch spüren. Wichtig ist, dass du dein Gesäß nicht so weit nach hinten bringst, weil sonst verlierst du
die Beweglichkeit an der Lendenwirbelsäule, sondern das Becken bleibt stabil, Knie leicht gebeugt, richtig schön rund werden und hier ein Knie strecken, das nächste Knie strecken. Abwechselnd jetzt diese Bewegung wiederholen, so dass du mindestens 20, Ziel wäre aber 30 Bewegungen durchführst. Also 10 mal rechts, 10 mal links, noch besser 15 mal jeder Seite. Wenn du jetzt halt die Bewegung durchgeführt hast, streck die Knie durch und von dieser Streckposition kommst du nun in die aufrechte Haltung. Mit dieser Übungsroutine sorgst du dafür, dass deine Gelenke geschmeidiger werden und Bewegung hilft auch gegen Schmerzen. Also kannst du den Tag schmerzfrei starten. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!